Guten Morgen. Wir haben mal unser Thermometer interessehalber draußen stehen lassen über Nacht. Wir stehen bei Palmen und Wüstensand und am Tag scheint meistens die Sonne. Aber trotzdem hat es in der Nacht nur 4 Grad. Und in der Windfinder-App kann man sich das so wie einen Graphen vorstellen, der eben die Stärke des Windes zeigt, von links nach rechts. Und das hier wäre ein normaler Tag ohne Wind. In der Nacht von heute auf morgen hat es in der Nacht 70 km/h Wind mit Böen bis 100 km/h. Also wirklich ganz an der Spitze. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht nur nicht im Dachzelt schlafen, sondern auch uns eine Unterkunft nehmen, weil ich glaube, das hat keinen Sinn. Wir machen jetzt ein bisschen Routenplanung und dann werden wir uns langsam auf den Weg machen. Von Zagora hier hin und dann eben halt nicht abbiegen, sondern hier über den Atlas drüber, nach dahin und dann die Straße nach Mersouga. Ja, wir haben auch ein bisschen einen Zeitdruck, weil wir am 1. fliegen, der Daniel und ich. Und heute ist schon der 27. Hier auf der Preisliste gibt es sogar die Option Auto mit Dachzelt. Voll cool. I was a beautiful boy, a gorgeous girl. I was the queen of the wolves and the king of the birds. The witches, they loved me, the hunters, they hunt me, and my life was the shortest way around. Hin und wieder kommen wir immer auch durch so etwas größere Orte. Da sieht man noch so ganz kleine Geschäfte, die immer nur quasi eine Warengruppe oder eine Dienstleistungsgruppe anbieten und kaum größere Geschäfte, die mehreres anbieten. Von der Sauberkeit her ist es eigentlich besser als erwartet, für das, wie viele Menschen eigentlich hier leben. Ich darf LKW fahren. Steht ihr auch? I was a head on 2 legs, a shadow of a swan, a reflection of dread, a bitter crusade. The cat showed me around, the birds led me the way, and my life was the shortest way around. Das ist ziemlich cool, aber es ist, ja, also vom Fahren her ist es recht ähnlich wie der PKW, aber es ist einfach riesig. Aber die Spiegel sind auch dementsprechend groß, das ist auch schön. Es ist wie ein Foto, wenn man da links reinschaut. That's so much more than I'm today. Hey, that's so much more than I'm today. My back against the wall, a bubble on my neck, my flesh an empty shell, my mind stuck in a trap. The cats they found their way, but I just went astray, and the birds they drowned in sound. And the birds they drowned in sound. I'm so much more than this today. I'm so much more than this today. Der Sturm beginnt schon und wir sind jetzt noch mal kurz in die Dünen gefahren, um ein Foto zu machen. Und gerade beim Platzieren fürs Foto sind wir einfach stecken geblieben. Man kaut wirklich Sand, wenn es jetzt so windig ist. Mit den Sandflächen sind wir gleich rausgekommen, es war leider zu windig zum Filmen. My back against the wall, a bubble on my neck, my flesh an empty shell, my mind stuck in Karin gewöhnt sich gerade an den Luxus einer Kabine. Der Dani auch. Ja, wir machen wieder das Togo, das wir am ersten Tag gemacht haben. Das ist so lecker. Das habe ich mir gewünscht. Das haben wir eigentlich von der Jasmin, also die Idee. Danke, Jasmin. Essen ist fertig. Juhu. Wir sind jetzt im Zimmer. Draußen geht der Wind und es regnet ziemlich stark. Der ganze Boden ist sehr gatschig. Und ja, wir haben jetzt noch Abend gegessen und werden jetzt schlafen gehen. Gute Nacht. Angeblich jetzt die ganze Nacht durchgeregnet, das heißt, es ist noch gatschiger geworden. Und ja, schauen wir mal, was wir heute machen. Aber wir werden schon Richtung Norden fahren. Wir sind wieder am Weg und wir haben heute in Mersouga, also in der Nähe, geschlafen und wollen heute nach Midelt fahren. Aber dazwischen ist ein Berg, der ziemlich verschneit sein soll. Und ja, da schauen wir, wie wir drüber kommen. Das ist spannend. Das wird
Wird heute ein spannender Tag und die Straße ist auch schon sehr spannend. Na gut, du kannst ja doch fragen, ob sie Assistance brauchen, oder? Ja, es gibt noch ein zweites, das hängt gerade. Okay, ja, warte mal drauf. Oh. Ich sagen, er braucht eine neue Einfahrt. Wir halten uns noch ein bisschen hinter den 2 Wohnmobilen, oh ja, falls die ein bisschen Hilfe brauchen. Wir haben gestern nach dem Steckenbleiben die Reifen nicht wieder aufgefüllt und das machen wir jetzt noch schnell, bevor wir wegfahren. Fahrbahn von weitem fast gar nicht, weil so viel Sand drüber geweht wird. Und das ist aber alles so eine durchgehende Linie. Das schaut so schön aus. So ganz weich gleitet es über die Straße, wie so ein Windkanaltest vom Auto. Da vorne ist irgendwie die Straße gesperrt oder sie müssen erst was wegräumen oder so. Ja, wir kommen auf jeden Fall nicht vorbei. Hinter uns in die Schlange hat sich noch ein belgischer Reisetruck gesellt. Und sie haben über der Kabine ein Dachzelt und das sieht so klein aus. Da dürfte sich anscheinend das Wasser stauen und deswegen graben sie da die Umfahrung von der neu gebauten Brücke auf. Und ja. Es geht weiter. Sie haben uns auch vorgewunken. Ich glaube, wir dürfen durch. Jede Stadt hat hier diesen wunderschönen Torbogen. Es ist immer spannend, ob es sich ausgeht. Die Stromleitung wackelt auch ganz ordentlich im Wind. Ja, das ist jetzt so ein Quetz, wo die Straße, also wo es einfach keine Brücke gibt und das Wasser eigentlich unter der Straße durchfließen sollte. Das führt jetzt ein bisschen Wasser. Das sind riesige Furchen. Und immer wieder sehen wir so Fahrzeuge, die Heu transportieren und viel mehr Heu aufgeladen haben, als irgendwie physikalisch eigentlich möglich ist. Hier gibt es Ansichtskarten mit schönen Motiven. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser? Schöne Grüße aus Marokko. Das war vielleicht nicht der beste Moment, um abzudrücken. Ich fahre gerade über eine Passstraße durch das Atlasgebirge und da oben liegt dann tatsächlich Schnee in Marokko. Und vor 3 Tagen oder 4 Tagen sind wir noch mit kurzen Hosen durch die Dünen spaziert. Der Tunnel hat 3,50 Meter und wir sind 3,65 Meter. Ja, es geht sich locker aus. Geschafft. Da ist nochmal dieser riesige Strohtransport. I'm so much more than this today. Yeah,
Das Beige da auf der Motorhaube, gemischt mit dem geschmolzenen Schnee, ist übrigens noch Sand von heute Morgen. Also das ist eine sehr, sehr skurrile Mischung. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es regnet oder schneit, aber das schaut schon ein bisschen nach Schnee aus. So, da vorne drehen zwei Autos um. Ich weiß noch nicht ganz wieso. Der LKW verdeckt uns ein bisschen die Sicht. Also er hat gerade gemeint, die Route ist für alle gesperrt, auch für 4x4s. Aber ich weiß nicht, ab wann? Habt ihr eine Idee? Ja, habe ich. Also, was ich eben gerade schon sagte, es gibt gleich nochmal einen Pass. Die kommt so in 5 Kilometern. Also, wir können jetzt noch weiterfahren und da gucken. Und dann haben wir eh nur die Chance, stehen zu bleiben. Wir schauen jetzt mal, wie weit es geht, weil da, wo wir heute eigentlich hin wollten, gibt es sonst keinen anderen Weg. Das heißt, wir müssen dann umplanen, aber ja, mal schauen, was geht. Die Fahrzeuge, die uns entgegenkommen, blinken alle und sagen, hier geht es nicht weiter, wir müssen drehen. Schauen wir mal, ob sie recht haben. Aber wahrscheinlich. Jetzt schneit es richtig. Ja, der Regen ist wirklich Schneeflockengewicht. Sehr schön. So wildes Wetter hatten wir auf der ganzen Reise noch nicht. Nein. Es zeigen uns immer mehr Autos, dass man nicht mehr fahren kann. So, da vorne stehen ziemlich viele Autos. Ich glaube, da ist es dann. Also wir sehen das Ende der Schlange gar nicht und ich weiß auch nicht, warum die da alle warten. Also der Michael meinte auch, es gibt keine andere Route und wir müssen hier warten, Ja. wenn wir nicht vorwärts kommen. Es drehen immer mehr um, weil ich glaube, die Aussicht auf die Öffnung der Straße ist nicht wirklich hoch, wenn es so schneit. Ich kann hier aus dem Fenster nichts mehr sehen. Also das ist wirklich mein Ausblick. Und ja, mal schauen. Wir haben schon gesagt, wenn wir nicht durch können, dann bleiben wir einfach hier über Nacht, weil wir haben es eh warm im Auto und können mit der Heizung heizen und haben von allem genug mit. Also uns geht's gut. Das ist so stark. Wir haben jetzt vor uns einen Platz gelassen, wo ich. Hallo! Ja, also ich war jetzt so ca. 200 Meter vorne und es ist keine Blockade in Sicht. Aber natürlich, die alle mit Zweiradantrieb und Sommerreifen kommen da nicht durch. Und wenn sie dann halt umdrehen bei der Straße, ist natürlich auch schwierig. Na, jetzt geht es auf jeden Fall mal gut weiter. Schauen wir mal. Wenn die Straße so bleibt, wäre es ein Traum. Ja, das kann nicht sein. Weil alle Zweirad-Sommerreifen PKW drehen um. Ja, die Und, wollen da auch nicht fahren. naja, die könnten da schon fahren, so wie es jetzt ist, aber da vorne steht es halt schon. Das wollte ich halt alles nicht gehen, deswegen bin ich jetzt hier weg. Wir haben jetzt auch mit einem Marokkaner gesprochen und gefragt, ob die Polizei abgesperrt hat. Und es ist dann irgendwie rausgekommen, dass man hat, ja, also wir können es probieren, das ist ein Abenteuer. Im Schatten ist es gerade so auszuhalten, in der Sonne ist es zu heiß. Das ist Jänner. Ja, liebe Grüße an alle, die jetzt im Schnee sitzen. Wir stehen jetzt schon circa eine halbe Stunde und es wird jetzt richtig kalt im Auto eigentlich, weil der Motor schon lange nicht mehr läuft und das heißt, wir haben auch keine Wärme. Und wir könnten natürlich die Standheizung anschalten, aber dafür wissen wir eigentlich noch nicht genug, was wir jetzt tun werden, ob wir weiterfahren oder da bleiben. Der Dani ist gerade nach vor. Ja, schon seit, weiß nicht, 20 Minuten ist er weg und schaut oder diskutiert, ich weiß es nicht. Oh, da ist er. Was? Ich habe es ein bisschen mit dem Handy gefilmt, aber du musst dir vorstellen, da ist ein Schrank. Hm? Ja. Er ist zu. Ja. Die Straße dahinter war Ja. geräumt. Was? Aber man sieht ja nicht, wie weit es geräumt war. Ja. Das Stückchen dahinter war geräumt. Und sie haben jetzt mit Gewalt den Schranken aufgebrochen und fahren jetzt alle durch. Aber ja, wenn die Polizei das noch nicht freigegeben hat, wird es einfach in 2 Kilometern oder sowas wieder verschneit sein. Aber sie probieren es trotzdem. Mal schauen. Und diese Sperre, dieses Schloss, haben sie zuerst haben sie mit einer Riesenstange einfach drauf gedroschen.
Dann haben sie, hat Also einer die wollen alle durch. Ja, dann hat einer einen Schraubenschlüssel geholt und hat die Mutter gelockert, womit das an die Kette vom Schloss befestigt war. Da vorne tut sich was. Ich glaube, der Daniel hilft gerade dem Auto vor uns wegzufahren. Kann das sein? Also der Kollege springt nicht mehr an. Wir wissen noch nicht ganz, was wir heute tun, ob wir umdrehen oder warten. Aber jetzt helfen wir auf jeden Fall mal dem Auto, das nicht mehr anspringt. Ja. Nicht das Beste, man probiert hier oben so lange wie möglich auszuharren, um irgendeine Chance, immer wird sich dieser Knoten hier auflösen, um dann vielleicht doch noch hier über diesen Berg rüber zu hüpfen. Das denke ich zumindest mal momentan. Aber die große Unbekannte ist, dass ich nicht weiß, ist diese Straße geräumt und haben sie einfach nur vergessen, das Schloss aufzumachen, was ich nicht glaube, oder ist die Straße vielleicht nur zur Hälfte geräumt, dann ist natürlich der Super-GAU perfekt.